sind zurück und damit der letzte Stephanie McMahon Fun Fact, den ich euch hier präsentieren kann, bevor sie nächstes Jahr nochmal in die Hall of Fame kommt. Und zwar zum Abschluss einen absoluten Lieblings-Fun Fact. Viele werden das wissen, einige auch nicht. Ihr könnt euch gerne das mal zusammen googeln. Howard Stern ist das Thema. Stephanie McMahon war 2002 im Howard Stern Podcast. Das ist ja schon ein sehr bekannter Podcaster. Der hat ein paar mehr Zuschauer als wir. Und da redet man manchmal auch über Dinge, die unter die Gürtellinie gehen. Und wenn ihr Wrestling-Fans seid, dann wisst ihr, was gemeint ist. Habt es wahrscheinlich auch schon gesehen. Wenn euch das interessiert, also sie hat da rumgesessen, es ist komplett online, dieses Interview könnt ihr euch angucken, 20 Minuten lang, pure Stephanie McMahon-Ekstase. Mein Lieblingspart, ich zitiere fast wörtlich, nein, ich zitiere nicht, aber da ruft so ein Typ an und bedankt sich wirklich dafür, dass sie hier und da mal ihre Brüste rausfallen lässt. Dass man auch mal die Hupen sieht. Hat er gesagt, schön. Stephanie McMahon sagt, oh, danke für das Kompliment. Und dann erfahren wir von Stephanie McMahon nicht nur, dass sie gemachte Brüste hat, sondern dass ihre Brüste vorher ausgesehen haben wie ein, und jetzt zitiere ich, geschmolzenes Paket Butter. Damit müsst ihr jetzt leben mit diesem Gedanken. Das war der letzte Stephanie McMahon Fun Fact. Ihr werdet diesen Gedanken nie wieder loswerden. Es ist Hall of Famerin Stephanie Marie McMahon Levesque, die Frau mit dem geschmolzenen Paket Butter im BH. Und damit Grüße an den Wörtel. Wie geht's dir? Hallo. Mir geht es sehr schön und ich meine, ihr müsst nur euch alle daran erinnern, dass Triple H sich in diese Brüste verliebt hat. Mein Fun Fact, den ich diese Woche mitbringe, mein einzigen Stephanie McMahon Fun Fact ist, sie hat ihr Debüt gefeiert, ihr Wrestling-Debüt am 20. September 1999 und Special Referee in diesem Match war der Brooklyn Brawler. Zack. Wo ist der eigentlich? Warum ist der nicht in der Hall of Fame? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ist der oder ist der nicht wahrscheinlich? Aber ja, das ist auch ein guter Funfact. Ich könnte noch mehr aus dem Howard Stern-Interview sagen. Man erfährt auch Sexpraktiken und so. Also es ist wirklich, es ist sehr schlüpfrig auf alle Fälle. Naja, was soll's. Wir sind in der WrestleMania Week. Wir sind in den letzten Phasen der WrestleMania in diesem Jahr. Ich freue mich sehr. Es ist wirklich die Hochzeit. Nicht die Hochzeit, sondern die Hochzeit des Wrestlings. In jedem Jahr die Show Raw for Mania werden wir gleich besprechen. Eine wahre Go-Home-Ausgabe. Und wir werden sehr viel machen auf diesem Kanal. Das müssen wir jetzt durchgehen. Also, wir sitzen jetzt hier, besprechen Raw. Morgen NXT, ganz normal. Morgen Abend wird es einen Stammtisch geben. Da kommt ihr vorbei auf alle. So, dann haben wir, es wird nochmal hochgeladen, ein Undertaker Mania Matches Tierlist, Virgil Peer und ich, die wird noch hochgeladen. Es gibt jetzt schon einen Hauptkampf mit Steini und Aaron, hört euch das an. Der nächste Banger Club ist jetzt auch schon draußen mit Nikki und Aaron, ja, und dann gehen wir jetzt in diesen Freitag rein, da kommt natürlich SmackDown, samt SmackDown WrestleMania Review und dann wird es eine zweitägige Spotfight Extravaganza geben, Samstag auf der Couch, Sonntag auf der Couch, könnt ihr euch angucken, Zeiten sind noch online, irgendwo werden die dann stehen. Und zwar einmal beim Peer und einmal beim Chris oder Torpedo. Beim Torpedo, glaube ich, sitzen sie rum. Es wird traumhaft. Vor allem der Sonntag wird toll werden. Der Sonntag, da sind wir alle da bin ich auch dabei. Und zwar geht das um 14.30 Uhr los am Sonntag. Da werde ich mich mit dem Aaron hinsetzen. Wir fangen an und booken eine AW-Invasion. So viel ist auch schon klar. Das wird sehr, sehr toll werden. Es wird auch gekocht in den Stream. Die Leute kommen alle, Yannick, Torpedo, Peer, Flo oder so, was weiß denn ich. Die sind alle dabei, du leider nicht. Du bist ja im fernen Berlin, du kannst halt nicht kommen. Aber es wird ein Traum, wirklich. Achtet da drauf. Eine Preview wird es auch noch geben, natürlich. Am Donnerstag wird die aufgenommen werden. Da könnt ihr euch auch noch drauf freuen. Denkt an das Tippspiel. Tippspielfinale ist, ne? Also die letzten Möglichkeiten, Punkte zu holen und den Tobi von vorne zu verdrängen. Und ich glaube, das war's tatsächlich. Das war schon alles, was wir bei Spotfight erwarten können. Ist das nicht wenig? Das ist eine ganze Menge, ist es sogar, was ihr erwarten könnt. Ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, ne, dass ich am Sonntag nicht dabei sein kann. Da trifft sich die ganze Mannschaft und schummelt irgendwie auf Twitch miteinander rum. Und ja. Ich muss im Festsaal Kreuzberg sitzen. Ich muss Andrade dabei zugucken, wie er seinen GWF World Title verteidigt. Oh mein Gott, wie schlimm wird das Ganze sein? Also in Las Vegas wird's abgehen, auf Twitch wird abgehen, aber bei mir geht's in Berlin ab. Also von daher, alles ist so. Wir haben alle Spaß an Wrestling, das ist das Wichtigste. Da könnt ihr auch vorbeigehen. Also mit dem Andrade mal ein bisschen catchen gucken, das wäre auch nicht verkehrt. Und den Virgin auch noch treffen nebenbei. Ich weiß nicht, was besser ist. Also das auf alle Fälle. Achtet einfach drauf. Schaltet diesen Kanal einfach dauerhaft an. Sowohl auf Twitch, als auch auf YouTube, als auch auf Spotify und Co. Überall, wo ihr seid, Spotfight wird auch dabei sein. Wir werden diese WrestleMania feiern. Und wenn sie uns keinen Inhalt liefern, dann machen wir eben selber Inhalt. Und deswegen wird das ein sehr toller Stream werden, vor allem am Sonntag. Aber am Samstag mit den anderen Jungs auf der Couch wird auch toll. Das ist halt so eine Pair-Geschichte. Die machen das schon auch. Also die kriegen ja auch nur den Samstag. Sonntag ist eigentlich das Highlight. Und da werden viele Dinge passieren. So wie hier auch. Sollen wir jetzt schon reingehen oder hast du was? Sind meine Verteidiger zusichern 5 Minuten schon rum? In 10 Sekunden ja und ich habe auch nichts. Also die Leute, es ist die Weber
Mania Week. Es ist generell Manie überall. Also wir müssen einfach anfangen mit dieser Go-Home-Ausgabe. Wir haben alle drauf gewartet. Ich bin ja der größte Fan von Go-Home-Ausgaben von der WWE vor dem PLE. Ja. Also es kann heute nur großartig werden. Ja, eben. Das Einzige, was wir haben, ist keine Manieren. Aber Mania haben wir. Und damit gehen wir mit den 2 magischen Worten in Raw rein, die da lauten. So, jetzt sind wir offiziell auch auf Netflix, ne? Also, aber jetzt nicht mit Raw, aber mit WrestleMania. Es ist immer wieder, ich finde das immer wieder scheiße, wenn du eine alte WrestleMania geguckt hast. Wir haben jetzt WrestleMania 15 geguckt. Und dann steht da, möchtest du die nächste Folge sehen? Das ist nicht die nächste Folge, das ist die Mania vom nächsten Jahr. Da gehe ich nicht in die Staffel von 2000 rein. Ne? Aber so ist es jetzt halt. So, aber wir gehen jetzt rein. Und zwar gehen wir in diese Show rein mit einer Videobotschaft von keinem Geringeren als dem Tribal Chief Roman Reigns, der sich an CM Punk richtet, nochmal ein paar Worte für ihn hat. Ihr könnt euch vorstellen, was er gesagt hat. Einschließlich alte Aufnahmen, Videopaket wird zusammengeschnitten und natürlich Pat McAfee. Jawohl, Roman Reigns fängt jetzt auch schon an, über Pat McAfee zu reden, weil Zuschauer und so und Ticketpreise und hast du nicht gesehen. Das fand ich blöd. Aber eigentlich mal ein cooler Auftakt. War doch mal was anderes. Ja, wir haben erstmal ein Video gesehen. Also ich bin auch zufrieden, wenn es mal was anderes ist, als die Leute, die jedes Mal wieder ankommen. Wir haben darüber geredet, warum es so ist. Ne? Also ich bin damit auch vollkommen fein inzwischen, dass wir mit diesen Shots beginnen. Bei AAA hat es mir jetzt am Sonntag auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich nämlich wieder geguckt. Übrigens, es ist angekündigt, Maske gegen Maske. Es kommt. Mexiko? Aber in Mexiko, 30. Mai wird es soweit sein. Leute, ihr verpasst solche Sachen bei AAA im Moment. Ich fand's gut. Ich fand doch dieses Video gut. Vor allen Dingen, ich mag's einfach, wenn du abgeholt wirst. Besonders in der Woche vor WrestleMania. Wenn jetzt alle auf der ganzen Welt auf Netflix diese WrestleMania-Werbung ja die ganze Zeit hingespült bekommen. Genauso wie übrigens jetzt auch eine Hogan-Doku, die anscheinend jetzt auch noch auf Netflix rauskommt, irgendwie Ende des Monats. Das letzte Interview. Genau, und deswegen ist es gerade in dieser Woche, glaube ich, gehen die auch davon aus, dass viele vielleicht mal reinschalten, die lange nicht mehr geguckt haben, die vielleicht sich vor ein paar Wochen oder Monaten gesagt haben, ich gucke das jetzt erstmal nicht mehr. Oder aber vielleicht auch Fans, die zum ersten Mal reingucken, okay, Sonntag ist WrestleMania, Montag gucke ich mir mal die letzte Raw vorher an. Musste sie auch ein bisschen abholen und natürlich musste den Superstar aller Superstars, Pat McAfee, da auch natürlich einblenden. Anders geht's doch gar nicht. Ja, das war toll. Also nicht so toll, aber das generell war toll mit Roman Reigns. Mal gucken, ob CM Punk antwortet oder nicht. Er sitzt jetzt rum. Stephanie Vaquer kommt an, Charlotte Flair und Alexa, sie kommen an. Gunther kommt auch an, ist wie so oft gut gelaunt, ne? Und wir sind in Sacramento. Show ist natürlich ausverkauft. Jeder zahlt 7 Millionen Ticket. Wir kennen das Spielchen, ist ja klar. Aber wir gehen rein. Und zwar ist nun offiziell angekündigt, dass Brock Lesnar und Oberfemi die Show am Sonntag eröffnen werden. Das ist fix, weil ein Brock Lesnar halt nach Hause will. So ist es doch. Nach 2 ist angesagt. Adam Pearce und Triple H stehen bereits im Ring. Die Nase, sie ist da. Heute ist es aber so, weil das ja letzte Woche gar nicht funktioniert hat und man einen zweiten Termin anberaumen musste. Oberfemi und Brock Lesnar werden heute getrennt die Verträge unterschreiben. Und deswegen kommt auch zuerst Paul Heyman raus. Das ist eine Surprise-Unterbrechung, weil er kommt zu früh. Es ist WrestleMania Fight Week, sagt er. Keiner nähert sich diesem Biest und das nun rauskommt. Brock Lesnar kommt. Brock Lesnar geht in den Ring. Brock Lesnar unterschreibt und die Leute wollen Oberfemi. Genau so sollte es sein. Die Leute haben Bock auf den Ober. Brock Lesnar ergreift sich kurz das Mikrofon, reagiert da spontan drauf. Ihr werdet euch an diesen Namen nie wieder erinnern. Das fand ich cool. Paul Heyman sagt nochmal, das wird unser wahrer Main-Event. Und damit ist zumindest eine Unterschrift fix auf dem Vertrag von Brock Lesnar. Ich finde das so witzig, dass sie daraus immer so ein großes Ding machen. Also schick ihm noch den Vertrag zu, lass ihn dir zurückschicken und dann ist alles gut. Könntest du doch eigentlich auch machen? Ja, oder geht das nicht inzwischen? Mittlerweile, ne? Dass man so Initialen macht oder so mit der Maus, das geht ja auch mittlerweile. Eben, du kannst Verträge auch online unterschreiben, dann können sie das doch wahrscheinlich auch machen. Schickst ihm eine E-Mail, Brock Lesnar weiß, wie das Internet funktioniert. Aber nachdem wir sie die letzten Wochen ja immer wieder gegeneinander gesehen haben, also das ist jetzt auch das Letzte, was ich jetzt hier gebraucht hätte, dass Oberfemi nochmal irgendwie was zeigt. Oder aber auch tatsächlich nicht, dass Brock Lesnar hier nochmal den Großen markiert, beziehungsweise ihn nochmal niederschlägt oder sowas. Fand ich in Ordnung, ja, aber mehr als eine Unterschrift auf einen Vertrag für ein Match, was wir schon seit 4 Wochen wissen, dass es jetzt geben wird, ist es halt am Ende auch nicht. Ja, ach, mehr muss es aber auch nicht sein. Das war jetzt eine Go-Home-Show. Da habe ich nicht zu meckern. Das war schon okay. Mal gucken, wie der Oberfemi antwortet. Vielleicht unterschreibt er ja nicht. Und dann kriegen wir doch noch. Hat er eigentlich schon seinen Vertrag erstmal muss er doch einen anderen Vertrag unterschreiben, weil er ist immer noch nicht offiziell bei Raw oder SmackDown. Stimmt. Wie kann er denn jetzt einen WrestleMania-Vertrag unterschreiben und wir wissen immer noch nicht, in welchem Kader der eigentlich ist? Die Geschichte ist auch komplett fallen gelassen. Ist Brock Lesnar nicht auch ein Free Agent? Da hätte Nick Aldis ja mindestens auch mit dabei sein müssen. Jetzt wo du es aufdeckst. Ich war eigentlich ganz happy mit dem Segment. Ist das eigentlich ein Sanctioned-Match, wenn sie beide Free Agents sind? Was? Ich habe mich jetzt tatsächlich mit dieser Raw-Folge angefreundet und habe gedacht, okay, das war eigentlich eine coole Go-Home-Show. Vergessen wir den Inhalt, den wollen wir eh nicht. Und jetzt kommst du mit solchen Überlegungen, die absolut Sinn ergeben und komplett alles widerlegen, was die WWE uns da präsentiert hat?
Das fällt dir ein. Ich habe nicht gesagt, dass es qualitativ schlecht ist, was man da generell präsentiert, aber wenn man ein bisschen näher bohrt, dann wirst du schon die kleinen Lücken finden auf dem Fundament. Also. Ja, man muss halt den Kopf ausmachen. Das ist so das Ding. Wie auf der Webermania auch. Ne? Naja, wir haben aber jetzt was anderes und das ist wirklich richtig gut und das hat mich wirklich sehr gefreut. Wir haben nämlich jetzt einen Clip, da sind Austin Theory und Logan Paul, die haben ja immer noch den iShow-Speed entführt, so ein bisschen. Das ist so eine halbe Entführung, sagen wir mal. Und zwar hypen sie ihn jetzt auf das Mania-Match gegen die Usos und LA Knight. Alle hassen dich hier, sagt Logan Paul nochmal. Wir passen auf dich auf. Deswegen sei mal lieber bei uns. Und jetzt geht's in den Ring, in so einen Trainingsring irgendwo. Und das ist ziemlich cool, cineastisch aufbereitet. Warum sowas nicht öfter? Das ist exakt das, was ich die letzten Wochen angesprochen habe. Geht doch mal irgendwo hin. Das kostet doch jetzt auch nichts, wenn ihr euch in so einen Ring stellt und das ein bisschen filmt. Und das hat sich direkt anders angefühlt. Und iShowSpeed trainiert jetzt mit denen und mit Jobbern. Und ich passe natürlich immer super auf. Und ihr kennt den Weber. Wenn irgendwo Dante Chen ist, dann sieht der Weber auch den Dante Chen. Der hat mit iShowSpeed trainiert. Mr. Level Up höchstpersönlich. Ein Gruß geht raus an unseren Kanalliebling Dante Chen. Das war toll. Und iShowSpeed wächst auch über sich hinaus. Er ist bereit für das Match. Das heißt, in diesem Clip, in diesem Training haben die sich schon irgendwie zusammengefunden, die drei Halunken. Und das fand ich ziemlich cool. Und ich möchte nochmal erwähnen, wer in diesem Match irgendwas zu meckern hat. Die WWE hat es gesagt, 428 Millionen hatte der Clip von letzter Woche. Das ist viel, finde ich. Wann hast du das letzte Mal 428 Millionen Klicks gehabt auf irgendwas? Ich glaube nicht mal, wenn du alles, was ich jemals gemacht habe, zusammenzählst, werde ich auf diese Zahl nicht kommen, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Ich stimme dir auch hundertprozentig zu, also genauso wie der Clip im Opening mit Roman Reigns, das sind eigentlich die Sachen, die ich bei einer Raw auf Netflix erwarte. Einfach Production Value, dass da einfach ein bisschen was anderes passiert. Einzige Manko, was ich jetzt hier habe, du hast Dante Chen angesprochen, Mr. Evolve, wie ich ihn auch gerne nenne, weil das seit man ihn in den letzten Wochen. Das Ding ist halt, da ist jemand, der ist seit gefühlt 15 Jahren im Entwicklungssystem von der WWE. Und dann kommt da sehr, sehr junger iShowSpeed, ist glaube ich 21 oder so, dünner, schneller Typ vorbei, der sehr schnell rennen kann und über Dinge springen kann. Und ansonsten weiß ich nicht, was iShowSpeed in seinen Streams so macht. Aber dass der dann die Developmental-Leute wegklatscht und dann sagt, ich bin bereit, ist nicht der Turn in dieser Geschichte, den ich erwartet habe. So, dass iShowSpeed jetzt auf einmal ein legitimer Wrestler ist. Aber ey, I'm all here for it. Also, let's go. Ja, jetzt hast du schon wieder kaputt gemacht, weil ich fand das wirklich cool. Weil, also manchmal gibt es natürlich auch so richtig geile Sachen, wo man dann auch mal wirklich so losgeht, so ein Steve Austin geht mit Booker T in den Supermarkt und da machen wir wirklich mal was vor Ort an der Location. Das kostet mehr, da muss man alle hinfahren, sehe ich ja ein. Aber irgendwo Backstage, in den Ring oder im Performance Center oder wo auch immer und das dann einfach aufnehmen und es wirkt anders. Das möchte ich einfach öfter sehen. Das ist nun wirklich nicht so schwierig und deswegen freue ich mich, dass die das gemacht haben und das hat für mich das Match auf alle Fälle noch ein bisschen angehoben und ich fand das schön. 100%ig. Und was mich halt daran stört, ist, die haben ja dieses Performance Center. Es, glaube ich, wird der WWE nicht irgendwie Zacken von der Krone brechen, wenn sie da noch einen Raum hinpacken, wo sie sagen, okay, das ist unser Studio, da können wir eine Leinwand runterziehen oder dahinter ist ein Greenscreen und da können wir dann machen, dass es ein Restaurant ist oder ein Klassenzimmer oder ein Gym oder was auch immer und Props und dann, Digga, du hast von Raw bis Raw 6 Tage dazwischen. Gib den Leuten Flugticket, sag, wir brauchen dich dann, wir drehen was mit dir 2 Stunden und danke für. Die haben keine Hausshows mehr, was die machen müssen, als ob Talatonga irgendein Interview gibt, um irgendein Match zu hypen. Schick die hin und dreh mit den Sachen. Ihr habt doch die Möglichkeiten. Ja, und wenn man vernünftige Produktion hätte, könnte man das auch einen Monat vorher schon mal machen und zur Not halt nicht ausstrahlen. Das heißt, man könnte die einfach hinkarren und einfach 10 Segmente drehen, dann wäre es das doch. Aber es ist offensichtlich zu viel Inhalt. Wir wollen das nicht. Wir wollen einfach nur 428 Millionen Views haben auf einer Social-Plattform von einem Clip, wo ein Mann einen Mann in einen Mann schubst. Mehr ist ja wirklich nicht passiert. Aber 428 Millionen, wenn jeder Klick davon 1 Euro wäre, dann wäre die WWE jetzt reich. Also insofern, ich finde, das ist halt das moderne Wrestling. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden. Ne? Naja. Gucken wir weiter. Raw. Jetzt haben wir auch ein bisschen Match. Muss ja auch mal sein. Charlotte Flair gegen Lyra Valkyria. Weil, warum denn nicht? Das ist ja so ein Women's Tag Team Gedöns, ne? Da sind die auch alle mit dabei. Bayley dreht am Ende einen Pin um, die ist ja auf der Seite von Lyra Valkyria. Das führt zu Rangeleien im Ring mit Alaska. Alaska ist ja auch mit dabei, die heißt zwar nicht Alaska, sondern Alexa Bliss, aber ich kürze das ab, weil wir wollen ja keinen Inhalt. So, das zählt nicht als Brawl und damit sind wir auch raus aus der Nummer ziemlich schnell gewesen. Hallo Virgil. Ja, war super Match. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, es gab da am Freitag bei SmackDown so ein Match zwischen Bayley und Alexa Bliss in Baileys Heimatstadt, was natürlich nach Vince WWE-Logik Bayley dann auch verloren hat. Und das ist hier halt die logische Fortführung. Das Problem ist halt bei dieser gesamten Women's Tag Team Storyline, dass die den Peak vor der Survivor Series hatten.
Falls ihr euch daran erinnert, wir hatten die Main Events um die Women's Tag Team Titel. Wir hatten 4, 5, 6 Teams, die um diese Titel antreten wollten. Das ist ein fucking halbes Jahr her. Und unsere Storyline auf dem Weg zu WrestleMania, die letzten Tage, denkt man sich, ja, unsere beiden Face-Teams, die Fans gut finden, die lassen wir einfach in Singles-Matches gegeneinander kämpfen. Das macht Sinn. Das macht die Vorfreude so richtig hoch. Und jetzt kann mir jetzt jemand sagen, ja, das liegt doch daran, Nikki Bella ist ja auch verletzt. Man weiß es ja noch nicht, ob sie antreten kann überhaupt am Samstag, Sonntag, wann auch immer dieses Match stattfindet. Das habe ich mir jetzt nicht auswendig gemerkt. Aber dann denke ich mir, ja, dann hast du halt die Möglichkeit, auch Promos zu machen. Also dann schnappt dir Nikki, dann schnappt dir Brie, dann lass die Promos halten, weil das können die durch die Bella-Serien, die sie alle gedreht haben. Also zumindest sich vor eine Kamera setzen und irgendeinen Stuss quatschen können die. Wo sind denn die Champions eigentlich? Also Don't you forget about Brie. Ja, es ist halt so. Man hätte sie hätte ja sagen können, ich habe genau gesehen, wie ihr euch da gezofft habt, aber wir werden ja gewinnen und wir verstehen auch nicht, warum das Match gewesen ist. Eigentlich hätte es ja Nikki Bella gegen Dash Legend sein müssen, aber leider bin ich heute nicht da. Hätte man ja machen können. Aber ja. Ich warte auch immer noch darauf, dass Nikki Bella ihre Chance einlöst, um nochmal World Champion bei der WWE zu werden. Das steht ja, glaube ich, auch noch aus, dieses Triple Threat Match zusammen mit Raquel und Stephanie. Aber das ist wie bei Monopoly. Bei WWE. Nein, du hast ja immer die Karte aus dem Gefängnis frei, die liegt ja auch immer irgendwie rum, ne? Die hat ja kein Feld oder so. Du baust die Straßen immer schön vor dir auf und dann hast du noch diese blöde Karte, die du irgendwo unterbringen musst. Und das ist so eine Karte, die hat die Nikki Bella, damit sie irgendwann nochmal Champion wird, damit man sagen kann, Hall of Famerin ist Champion. Die hat sie rumliegen, definitiv. Wird passieren. Weißt du, was ich auch noch unterbringen muss? Eine Note. Und ich weiß gar nicht, ob es das erste Singles-Match jetzt zwischen den beiden war, aber es war halt so ein Raw Opening-Match und dementsprechend, ehrlich gesagt, ich bin damit auch nicht zufrieden und ich kann jetzt auch, ich muss mal für den Augenblick für Lyra Valkyria meine rosarote Brille abnehmen und ich bewerte dieses Match einfach, weil es mich einen Scheiß interessiert hat, mit einer glatten 4. Ist das denn eine rosarote Brille? Das verstehe ich ja jetzt erst. Finde ich ja lustig. Weißt du, warum ich das eigentlich trage? Damit die Leute mich da draußen nicht mit Triple H oder Adam Pearce verwechseln, weil ich exakt genauso, oder mit Mark Empire oder mit Ben dem Ringsprecher oder mit Ahmed Cher, also das ist der absolute Wahnsinn. Jedenfalls, ich würde mir wünschen, die beiden hätten eine Fehde um einen Titel und da würde es Story und Geschichten geben, aber diese Charaktere stehen auch alle seit einem halben Jahr still, juckt mich alles nicht. Ja, Belly ja nicht. Die wechselt ja immer zwischendurch, wenn man sich das wieder überlegt. Ne? Die ist ja dann wieder mal die böse Belly und die gute Belly. Das ist ja so alle 3 Monate macht man das mal für eine Folge. Im Moment ist sie nur da und frisst Pins gegen alle. Sei nicht so böse. Komm, ich habe jetzt was anderes. Manchmal ist es ja so im Leben, dann passen Dinge einfach. Ne? Manchmal denkt man sich, oh, heute ist aber richtig cool. Und das sind so die Gegebenheiten, wow, damit hätte ich nicht gerechnet. Pass auf, was jetzt passiert. LA Knight ist jetzt mit den Usos auf Lagebesprechung unterwegs, weil die haben ja zusammen ein Six-Man-Tag-Team-Match. Wer kommt nun vorbei? Die MFTs. Ja, die kommen vorbei. Solo Sikoa und seine Jungs, die sagen, ihr macht die Familie schlecht, liebe Usos, weil ihr ja mit dem LA Knight rumhängt. Das meint er nicht so. Das sagt er nur so, um überhaupt irgendwas zu sagen. Und jetzt hat LA Knight die Idee. Und da denke ich mir, wow, das passt aber wirklich gut. Hey, wir sind 3, ihr seid auch 3, plus der eine, der dann noch dabei ist. Das ist ja ein Six-Man-Tag. Wie passend ist das denn? Dann lass das doch im Ring klären. Dann haben wir doch ein Training. Dann sind wir doch nicht mehr uneingespielt. Dann können wir doch Six-Man gleich machen. Da habe ich mich richtig gefreut. Also manchmal gibt das Leben dir wirklich Rosen. Und weißt du, was mich noch ein bisschen mehr gefreut hätte, wenn mir irgendwie erklärt worden wäre, warum das nur 4 anstatt 5 sind, was ich erstmal überhaupt nicht gepeilt habe, weil ich eben nicht jede Woche SmackDown gucke. Also, warum die da waren, ist das WrestleMania-Woche. Die suchen doch den Tammer. Der Tammer ist doch weggegangen. Die haben doch den Tammer verloren. Woher soll ich denn das wissen? Hol doch mal die Raw-Hörer ab. Erzähl uns doch mal die Story bei SmackDown. Warum ist der eine nicht dabei? Ja, Virgil, das ist so. Da sind ja die MFTs, die kommen aus Tonga oder Samoa oder beides. Und dann sind da ja noch die Wyatt Six. Ne? Eigentlich sind die gar nicht 6, aber irgendwie schon. Und die haben immer so eine Lampe gehabt. Und wenn die Lampe weg ist, dann sind die ja nicht mehr Wyatt Six, sondern nur noch Wyatts Dunkel. Oder so. So. Und deswegen, die Lampe ist jetzt zu dem Solo gegangen und dann hat der Howdy hat gesagt, ich will die Lampe wieder haben und dann haben die gekämpft und nochmal gekämpft und dann haben sie die nicht gekriegt. So, dann haben sie nochmal gekämpft und dann hat sich der Wyatt die einfach wieder geholt, der Howdy. Und dann haben die jetzt die Lampe. So, und jetzt ist die Lampe weg und nicht nur die Lampe weg, sondern auch der Tamatonga ist weg. Das ist jetzt das Ding. Und jetzt müssen die gucken, was mit dem Tamatonga. Ja, weil der keine Lust mehr hat auf den Solo. Keiner hat Bock auf den Solo. Wegen der Lampe oder was? Das weiß ich nicht. So genau gucke ich SmackDown auch nicht. Aber ich habe noch was nachgeguckt und zwar ist keiner dieser 4 Menschen, also die jetzt auf der MFT-Seite stehen, ist weder auf Samoa noch auf Tonga geboren. Tatsächlich ist Solo Sikoa in Sacramento, Kalifornien geboren. Ach, Hometown Hero. Deswegen verliert er gleich. Jetzt habe ich es verstanden.
Ja, nee, das ist schon ganz gut. Übrigens bei SmackDown gibt es dann auch WrestleMania SmackDown, weil es ist ja, wir sagen ja WrestleMania SmackDown, aber eigentlich ist es die blödeste SmackDown, weil da keiner zuguckt, weil die alle schon für WrestleMania vorschlafen. Und da ist dann nämlich tatsächlich MFTs gegen die Wyatt Six nochmal, weil. Nochmal? Warum Ja, nicht? vielleicht holen die sich auch mal ein LED oder so, ist ja auch billiger auch so. Man darf ja gar keine Wer ist denn Glühlampen gerade haben. bei SmackDown Tag Team Champion eigentlich? Ja, die anderen hier. Wyatts? Nein, pass auf. Dreh mal ein Rad. Denk dir mal den lustigsten Wrestler aller Zeiten aus. Dreh mal. Wer ist der lustigste, der immer im Ring ganz lustig ist? Danhausen oder R-Truth? R-Truth, richtig. Nein, So, und jetzt R-Truth dreh und mal. Damien Priest, Ja, stimmt. sehr. Aus dem Nix, weil sie nichts Besseres für beide zu tun haben. Ja, das ist so groß, dass die jetzt nicht mal bei WrestleMania sind, beide. Ich denke mir das nicht aus. Wir haben das Gehirn ausgeschaltet. Ich bin mittlerweile auf einem Level. Ich würde mir auch angucken, wie Spiegeleier braten stattdessen tatsächlich. Und ich würde mich genauso amüsieren. Dressurreiten. Oh, so eine Piaffe. Ja. Ja. Eiskunstlauf. Ich muss mir, Ja, glaube ist ich, ein schon- anderes Hobby suchen irgendwann. Ja. Nee, komm, wir machen mal weiter mit der Show, weil Penta kommt jetzt, der macht jetzt ein bisschen Werbegelaber, weil wir haben heute kein Weit-Weg-Interview. Und zwar sagt er, das Match Sonntag, wird gefährlich, wird Chaos, wird Schmerz, Krieg wird das für Mexiko, dann wird er weggecuttet. Stattdessen kommt jetzt Stephanie Vaquer rein, die ist im Ring, die darf in den Ring, das ist alleine schon was wert, mit Kathy Kelly. So, Interview. Kann aber keine Frage kommen, weil Liv Morgan von hinten attackiert. Viel zu persönlich das Ding für ein Interview. Offizielle, stürmen raus. Brawl Nummer 1 ist es. Deine Mutter hat eine kleine Hündin geboren. Liv Morgan in Minhaftigkeit. So, das ist nicht gut für beide, weil das Match ist jetzt in Gefahr, aber auch nicht gut für Kathy Kelly. Die muss nämlich dann rausgehen, nicht getragen werden, aber Kathy Kelly geht zu Boden und ich finde, das ist ein herber Verlust für das Kommentatoren-Reporter-Team. Ja, für die Leute, die sich noch daran erinnert haben, dass sie wieder unter Vertrag steht. Wenigstens gab es keine starke Beule für sie. Die hat Liv Morgan ja immer noch sehr, sehr schön präsentiert. Zu Penta wollte ich nur sagen, der hat nämlich frisch seinen Intercontinental-Titel in Mexiko verteidigt gegen El Hijo del Vikingo. War sehr, sehr ist das schön jetzt am fix, Sonntag. das Match? Dann ist das jetzt doch nicht mehr geändert. Haben wir ja gelegt. Man kann ja den Penta noch rausschreiben in das Leitermatch, dass man dann aus Versehen einen anderen dabei hat, den Hitshow. Achso, nee, dann ist Penta drin. Cool. Ja. So. Also Kathy Kelly ist weg. Und da habe ich mir gedacht, boah, ey, WWE, ihr habt nicht, weil jetzt ist nämlich direkt im nächsten Segment Jackie Redmond da und macht ein Interview. Und ich habe gedacht, wow, da hat einer aufgepasst. Continuity, mein Freund. So, Jackie Redmond ist nämlich jetzt mit Io Sky. Möchtest du etwas sagen nach der Niederlage bei SmackDown gegen Jade Cargill? Ist passiert. Erkläre ich dem Virgil jetzt auch nicht die Geschichte. Ich werde Rhea Ripley beschützen, das sagt Io Sky. Und dann kommt Asuka vorbei. Das geht ja nicht über Rhea. Um Rhea, denn letztes Jahr, da warst du noch Champion und jetzt bist du nur ein Sidekick für Rhea Ripley. Das ist nicht gut. Kairi Sane ist mir loyal, dann sagt die Io nein, die geht auf meine Seite. Komm, wir machen ein Match, sie wird es heute beweisen, wie loyal sie ist. Io Sky gegen Kairi Sane ist damit fix. Cool, also über das Match habe ich mich sehr gefreut, aber also in dem Moment muss doch Adam Pearce der glücklichste Mensch der Welt gewesen sein, weil er einfach vor einem leeren Blatt Papier stand und die Wrestler einfach über den Tag die Show fertig gemacht haben. Ja, so viel Zeit hat er gar nicht. Der hofft einfach, dass genau sowas passiert. Und manchmal ist das Leben, es gibt die Rosen. Deswegen so, wie gerade mit den MFTs, auf einmal passt alles zusammen, werden wir gleich verfolgen. Ich freue mich. So, und jetzt haben wir das Ding mit den MFTs. Ich erkläre das jetzt nicht nochmal mit dem Tamatonga, weil ich es auch nicht genau weiß. Frag dafür Chris oder Torpedo oder beide. Denn letzte Woche hatten wir ja aus Versehen bei den Usos nochmal den alten Song gespielt. Haben wir ja nicht mal gemerkt. Hat man aus Versehen vergessen. Und jetzt haben sie den richtigen Knopf gedrückt. It's just us Us. Day one ish. Und dann kommen sie auch raus, die Usos und Heaton 18 Minuten. LA Knight ebenfalls im Team. Auf der anderen Seite MFTs namentlich Solo Sikoa, JC Matteo und Tonga Loa. Tama ist ja nicht dabei. So, Tama Tonga kommt aber mittendrin rein. Darf nicht. Der darf einfach nicht. Tiger Tanga ist auch nicht dabei und alle auch nicht. Thorsten Tonga auch nicht. Tama Tonga kommt aber mittendrin rein, lenkt den Solo Sikoa ab. Deswegen gewinnen die Usos samt LA Knight. Und Tama Tonga wird gefragt, wo warst du? Und er sagt aber nichts. Und weil das müssen wir bei SmackDown klären. Wir haben ja bei SmackDown große 8-Man-Dingen und so weiter. Also Glückwunsch an die Usos. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich hatte Spaß mit dem Match. Ich hatte mehr Spaß damit als mit dem Match davor, deswegen gebe ich dem eine 3-, aber ich habe nichts daran verstanden. Ich habe nicht verstanden, also es gibt ja Matches, die beruhen auf Hass und da merkst du, da ist Feuer drin und so weiter und so fort. Ja. Und für mich war es hier gerade, ich glaube, das erste Mal seit einem Jahr oder so, dass ich die Usos auf der einen Seite und Solo Sikoa und den Rest der Familie auf der anderen Seite in irgendeiner Interaktion miteinander gesehen haben. Und die haben einfach gecatcht, als würden hier
gerade gegen Johnny Gargano und weiß ich nicht, wen antreten. Dante Chen. Ja. So, das war einfach, ja, ist halt normal, dass wir jetzt ein bisschen abcatchen. Für LA Knight und die Usos war es so ein bisschen Sparring. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass die Usos sind Tag Team Champions. Ist super geil, diese Fehde einfach. Wie wichtig Nein, diese Tag nicht, Virgil. Ach stimmt, die haben sie ja verloren letzte Woche. Haben sie ja verloren. Ja. Ey, wir wollen keinen so Inhalt. Wichtig ist das einfach. Ist aber so bezeichnet einfach, ne? Wir sitzen hier, gucken uns das jede Woche höchst professionell an und wissen es aber trotzdem nicht. Es ist einfach der Wahnsinn, was da passiert. Die sind ja auch wochenlang rausgekommen ohne diese scheiß Tag-Team-Titel. Also es ist einfach nicht wichtig, dass sie gerade von Theory und Paul gehalten werden. Genauso wie dieses Match eigentlich überhaupt nicht wichtig war und auch nichts weiter erzählt hat. Also auf der einen Seite haben sich jetzt die Guten, haben jetzt ihr Sparring gewonnen, die Bösen, da musst du jetzt, wenn du Bock hast, kannst du dir gerne Freitag angucken, wie diese Geschichte weitergeht. Und ich sitze hier und denke mir, danke, dass ihr meine Zeit so gehaltvoll gefüllt habt. Ja. Ich gucke mir das auf alle Fälle an bei SmackDown. Da ist ja auch der André, der Battle und so. Der André battelt dann wieder mit allen, die nicht angekündigt schon? Ja, sicher. Ist das so? Geh jetzt mal von aus. Wer tritt in die Fußstapfen von Carmelo Hayes? Vielleicht ja Carmelo Hayes. Das könnte erster natürlich Zweifacher. Komm, wir geben jetzt beide eine Prognose auf. Wer gewinnt den kleinen André? Carmelo Hayes? Nein, das gibt kein Back-to-Back. Das machen die nicht, das ist viel zu kreativ. Ich sage, dieses Jahr wird ein großer Star der Zukunft, ich hätte ja Rusev gesagt, aber der ist ja jetzt aus Versehen in dem Leather-Match drin, reingerutscht. Alistair Black. Das ist so einer. Ich sehe Alistair Black. Joe Hendry. So. Liebe Leute, wir haben eine Wette Moment. Ja, Bart versus Bart. Das ist unser WrestleMania. Joe Hendry oder Alistair Black? Ist jetzt offiziell, ne? Und wenn es keiner von denen wird, dann bleiben die Bärte halt dran. So, Contract Signing machen wir nicht. Gut. Ich habe zu dem Match noch eine Anmerkung, falls es jemand interessiert. Ja, dann mach du deine Anmerkung zuerst. Meine ist albern. Solo Sikoa heißt in echt mit zweiten Namen Yokozuna, ist für mich jedes Mal ein Funfact, wenn ich es mitbekomme. Okay. Ich habe aber was anderes, was mehr zu dem Match passt, weil die einen wollen ja jetzt für das Six-Man-Tag-Team-Match trainieren. Warum wollen eigentlich die Solos der Welt nicht für das 8-Man-Street-Fight-Ding trainieren? Die hätten ja auch sagen können, wir wollen 4, sucht euch noch einen. Aber die sind schwächer, weil die wahrscheinlich auswärts sind. Ne? Die sind ja bei Raw. Vielleicht deshalb, aber das war nur so eine Idee. Ist doch egal. Oder vielleicht hat Solo Sikoa sich auch nach dem letzten Match an der Seite von Talatonga, was er verloren hat, gedacht, mit dir mache ich nie wieder ein Match zusammen. Du wirst nie wieder. Du bleibst da draußen stehen. Ja. Der Talla ist ja das für den Solo, was der Solo mal für den Jay war, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Das heißt, da ist ja schon irgendwie Geschichte da. Kann man ja nicht sagen. Ja. Ich habe aber jetzt was Wichtiges. Also, wenn ihr euch jetzt wundert, also nicht wundert, sondern wirklich Mitleid habt, Sorgen, vielleicht auch ein bisschen Trauer. Michael Cole gibt uns ein Kathy Kelly Update. Wird schon werden. Also insofern, das ist ganz easy. Das ist also die kommt wieder klar. Das ist gut. Lass uns mal was Wichtiges machen. Lass mal die Zauberkugel verteilen. Denn ich muss zugeben, ich war jetzt nicht so ganz, ich hatte nicht so viel Zeit. Ich habe sie mir nur rauskopiert bis jetzt, aber ich habe noch nicht geguckt. Aber das geht ja flott, weil wir haben ja diesmal gesagt, wir möchten Vorhersagen haben für den WrestleMania Main Event von 43, also nächstes Jahr erst. Das war deine Idee, das war total blöd, weil wir müssen das doch auflösen. Wir müssen auch wissen, ob das ein guter oder ein schlechter Call war. Wie sollen wir das denn jetzt machen? Wir wissen das doch noch gar nicht. Ich kann ja sagen, was mir gefällt. Ja, dann sag dir, was ich nehmen würde. Wofür würde ich bezahlen? Ich gehe jetzt mal einfach alle durch. Wir machen das jetzt on the fly. Wir können das halt, ne? Und zwar, wir haben einen Champion namens Mario Dahl. Er sagt, nächstes Jahr Cody Rhodes gegen Randy Orton. Auf gar keinen Fall. Also, herzlichen Glückwunsch, dass du deine Zauberkugel in Rekordzeit abgegeben hast. So, ich gehe einfach durch. Dann haben wir Seiyan Inal, WrestleMania 43, Trick Williams gegen Braun Breaker. Das ist, glaube ich, zu früh. So, was haben wir hier? Das ist der lila Laune-Pierre, da steht jetzt da steht da irgendwas. Irgendwas. Kann ich jetzt nicht lesen, habe ich keine Zeit mehr. Komm nächste Woche wieder. So, dann haben wir den Tristan. WrestleMania wird Seth Rollins gegen Roman Reigns. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das nochmal auspacken, aber eher so für eine 45 oder so. Aber finde ich, ist schon mal ein guter Pick. Habe ich mir markiert. Was besser oder was schlechter ist, dann kann ich das immer löschen. Das habe ich hier so viel. Ja, ist besser. Ist besser, also aktueller, also nicht Champion, aber in unserem Kopf Champion. So, Waschbecken hat auch ganz viel. Ist ja schön, Interim Champion oder so nennt man das. Ja. Genau. Champion-Rennen. Irgendwas mit Alistair Black. Kann ich jetzt auch nicht lesen. Sorry, ich hatte keine Zeit. So, dann haben wir den King, Zauberkugel WrestleMania.
Dragon Lee gewinnt das Leather-Match. Nee, das ist eine Langzeit-Zauberkuh. Das werden wir nächste Woche auflösen. Nee, das ist gar nicht gefragt. Dann der Tom hat Vorschlag für Main Event Undisputed Championship Match zwischen einem heel-geturten Cody Rhodes als Champion und Sami Zayn. Schlechter. Also Rollins Reigns hat gewonnen. Packen wir weg. So, dann haben wir, oh mein Gott, der Tom hat aber auch ganz, ganz viel geschrieben. Lesen wir jetzt noch durch. Kann ich jetzt aber auch nicht in dem Augenblick. Aber jetzt wird es kürzer. Eike, zack. Wir haben Oberfemi gegen Roman Reigns. Besser. Eike, Interim. So, dann haben wir Scholchen, Braun Breaker gegen Oberfemi. Nee, nicht besser. Chavi Mayo. Roman Reigns gegen Oberfemi. Hatten wir schon. So. Dann haben wir den Jens. Yokozuna gegen Undertaker, weil wir sind in Saudi-Arabien. Ja, der eine. Ja, Solo sollte anfangen, sich die Haare wachsen zu lassen und ordentlich zuzunehmen. Dann geht er als Yokozuna durch. Undertaker wieder schön Haare mit vor dem Gesicht. Das bekommt doch Damien Priest hin. Das heißt, in Wahrheit ist es Damien Priest gegen Solo Sikoa, hat er sogar dazu geschrieben. So, Dann haben wir unseren Doktor und zwar Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Ist besser. Super. So, jetzt haben wir hier Andreas. Haben wir da irgendwo was ich schnell finde? Sorry, wenn ich es nicht finde. Ich finde es nicht. Irgendwas mit Trauzeugin Stephanie McMahon. Nächste Woche wird das noch berücksichtigt. So, dann haben wir Meinungsmacher. Das ist für Raw. Wollen wir nicht? Oberfemi gegen Roman Reigns hatten wir auch schon. Nachmacher. Und das war's tatsächlich. Dann gewinnt Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Der Doktor. And New. Zauberkugel, Champion. Glückwunsch. Damit gehst du in WrestleMania rein als Zauberkugelmensch. Die anderen Sachen, ich habe sie nach wie vor alle hier. Ich werde mir das durchlesen. Wenn was lustig ist, werde ich das nächste Woche sagen. Aber wichtig ist, nächste Woche ist WrestleMania. Ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich diesmal von euch wissen, nicht wie wird Raw nächste Woche. Keine Ahnung, wie das wird, weil es weiß ja eh keiner. Sondern, was macht John Cena bei WrestleMania? Also, da schreibt ihr bitte bis WrestleMania rein. Das heißt, Samstag 0 Uhr oder so ist dann Schluss. Schreibt rein, was macht John Cena? Ich habe eine gute Idee, werde ich gleich sagen, was passieren kann. Aber ihr müsst natürlich schreiben, er ist der Host von WrestleMania, hat er ein Match oder hat er irgendwie ein Segment oder macht er nur die Cardi B und twerkt ein bisschen und ist dann wieder zu Hause. Wer weiß das denn schon? Das ist jetzt Stell's einfach mal vor. Wäre aber schon wieder lustig. Kommt raus, schüttelt kurz seinen Jeanshosenarsch und geht. Ja, es würde ganz genau in die Random-Ära passen aktuell, ne? Es ist genau das. Wir sind genau auf dem Weg dahin, wo John Cena einfach twerkt.
Buongiorno. Hoffe, es geht euch allen gut. Hoffe, mir versteht mich. Buongiorno. Hoffe, es geht euch allen gut. Hoffe, mir versteht mich. Salut zusammen. Willkommen zurück beim lustigen Game The Last Flag bleibt. Auf jeden Fall geht es um eine Suche. Um ein Fühlnis. Die Welt bedroht. Und ist in der Wiener bedroht. Wir wissen nicht woher, wie und was. Das Einzige, was wir wissen, ist, wir müssen überleben. Und die Gefahren trotzdem. Ah ja, wie wir sagen, fangen wir nachher an. Tadam, tadam. Sie ist wieder da. Tadam. Halt. Ja, Mann, das Zügel. Stimmt, wir sind ja da. Haha. Wir haben ja mit diesem Virus beziehungsweise Infektionskämpfen. Ah ja, das wird lustig. Das wird lustig. Aber hey, es sollte ja Spaß machen, also von dem her. Dann starten wir mal rein. Ah ja, jetzt mal wieder reinfinden. Wo sind wir gewesen? Genau, wir haben Fisch, wir haben Essen. Wasser wäre vielleicht einmal nicht verkehrt. Wie geht das? Ich nehme das Zeug alles rausgehört. Luft füllen. Oh, was ist denn das? Ah, okay. Ah, okay. Jetzt geht's ja dann aus Radialmine. Sicher Consoleros. Gut. Das heißt, Wasserfocker. Ich kann die ganz weite Luft haben. Ah, let's cook. Holzkohle noch, dann kommt da noch ein Ding. Böse Wolf. Ah, ja.
ehrlich gesagt auch keinen Bock, jetzt dann nur ein Briefzeug in nachhöseln, weil ich ja selber noch nicht mal wirklich Matz oder irgendwelche Sachen. Ich denke, das ist keine blöde Idee, wenn wir jetzt noch ein bisschen da bleiben, oder? Gemütlich. Ja, eigentlich auch noch cool, wenn es wie im Green Hell wäre, dass man könnte noch so Knochensüppli machen. Oder hätte man das können? Hm. We will see. Auf jeden Fall tust du mal alles trinken. Ah ja. Jetzt. Gut, also. Jetzt holen wir Holz. Und zwar a lot of Holz. Für das brauche ich Platz. Ich werde eigentlich das Zeug nicht rausschmeißen in dem Sinne. So. Gut, das schmeißen wir raus. Und dann gehen wir mal Holz holen. Schnappt er den Speer. Und dann gehen wir mal. So. Ich habe gesehen, dass man kann rennen, auf jeden Fall in dem Spiel. Okay. Ah, okay. Guck mal. Machen wir mal 7 und 8. Wenn wir ein Verlaufes rennen, dann machen wir Shift. Ich probiere es aus. Ganz einfach. Also, wenn ich jetzt Shift drücke, guck mal. Guck, und wenn ich jetzt sage 7, wo sehe ich denn da mit der Zeit? Keine Ahnung, ich werde es sehen. Cool, ich kann rennen, nice. Das freut mich jetzt. Nice. Bin endlich flink. Das freut mich jetzt wirklich. Wenn ich jetzt gestern für Stamm und Zeug rumgelaufen bin, für nichts. So viel Zeit, für nichts. Und plötzlich läuft. Ja, du dorthin, jetzt kann ich auch wegsäckeln. Ja, da mal dorthin hat's viel. Oh, Träumchen, ein Träumchen, endlich mal ein bisschen sein. Hey, meine Tiere da draussen, Kanenten, die sind voll am Eskalieren. Wir haben zwei Sperli und die sind jetzt, was soll ich sagen, also eigentlich sind es Dritte gewesen. Zwei Damen, ein Herr. Und die eine, die ist leider gegangen, von uns gegangen.
Und dann sind die, was soll ich sagen, 3, 4 Monate das zweite gewesen. Und jetzt haben wir fürs Männchen nochmal 2 Weibchen geholt und der ist überfordert. Beziehungsweise, er kommt einfach nicht mehr nach. Aber scherzig. Scherzig, die Theo. Da liegt ein Stock. Da liegt ein Seil. Also ja, indirekt. Grosser Bus. Ich will jetzt eigentlich nicht den Bus. Ich will eigentlich nur die Kräutchen da. Ist das gefährlich? Gut. Hey, voll geil, Mann. Voll genial. Ja. Ich muss schauen, dass ich den Weg wieder zurückfinde, aber das sollte man ja schon noch packen. Dieser Stock ist feucht. Was mich immer noch wundert hat, das war nicht so schlechte Performance. Was soll ich sagen? Hm. Ja, ja. Das ist großer Baum. Interessant. Interesting. Ist ja, das freut mich jetzt so sehr. Aha, gut. Das heißt, wir tun jetzt mal schnell abnehmen. Herstellen. Und so Seile, 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 Seile. Und so alles, was geht. Nice. Haben wir unser Segel verdient. Ah ja, unsere Velina ist tapfer. Richtig wie die Boote hinter. Ah, jetzt sehe ich wegen dem Spulen. Hahaha, für das gilt jetzt gut, okay. Ist ja gut zu wissen. Haben wir schon mal ein bisschen mehr. Ah, nice. Cool. Haben wir erst 4 lange Stück? Really? Das ist weniger als gut. Schön. Das heißt, das kann ich dann jetzt schnell noch sammeln, oder was? Man muss sammeln. Ah, okay. Cool. Cool. Das ist cool. Dann haben wir sicher noch das Zeug da rein.
Scheiße, wenn ich gestern müssen hin und her laufen. Für ein bisschen. Für wirklich nur ein bisschen. Und jetzt kann ich speeden. Das ist kein Platz. Okay. Das heißt, da wir mal wieder alles herstellen. Was ist ein Feinde? Okay. Mann. Gott, jetzt kann ich bestimmt. Nice. Good. Hello, guys. Die haben jetzt sicher mal. Nice. Das freut mich. Jetzt haben wir das schon wieder. Sterbe ich mal. Rasierchen. Was? Was heißt das? Kann ich jetzt nicht heilen, oder was? Wieso kann ich mich nicht heilen? Ja, ich will nicht doch heilen. Jesus, jetzt sieht man nicht, dass die alle durch sind. Nein, scheiße, nein. Aber dann ein Coyote killt. Ist toll. Okay, die sind durch. Das heißt, ich muss dringend irgendwie zurück. Andererseits. Nein, ich mache es anders. Ich stehe noch, glaubst du nicht. Scheiße, blöd. Hersteller, Verband, Medizin, Tau. So. Linker Arm, Fahrzeug. Heile, rechter Arm, Fahrzeug. Heile, rechte Bein, offene Wunden. Scheiße. Heile, rechte Bein. Scheiße. Heile, links Bein, offene Wunden. Gut, jetzt brauchen wir noch. Pfeffern wir jetzt irgendwie. Ich jetzt echt nochmal schnell einen Baum fällen. Hacken wir nochmal einen Baumlied. Ah, jetzt habe ich natürlich. Ja. Ich schaffe das. Wir schaffen das. Diese Silvina schafft das. Sie darf nicht aufgeben. Blöde Kojote. So eine Sau. Immerhin haben wir genug Mats. Ja. Gut. Finger die Ries. Ries. Ries.
herstellen. Verband. 3 Stück. So. Heilen. Linkes Bein. Kratzer. Heilen. Rechtes Bein. Kratzer. So, jetzt dann. Schmeißen das raus. Ja, essen. Und jetzt gehen wir zu den Kojoten an. Oder mal da jetzt schönes Zeug. Habe ich keinen Platz? Oder was? Habe ich jetzt echt keinen Platz? Ah, ja, du siehst. Ich habe schon noch Platz. Ah ja, das lassen wir. Das lassen wir. Das heisst, wir gehen jetzt mit dem, was wir noch irgendwie mitnehmen. Retour. Scheiße, mein Massaker. Also, jetzt müssen wir uns orientieren. Ich glaube. Ich glaube, es zu wissen, aber ich weiß es nicht. Ich kann nicht tun. Scheiße. Ich kann mich verlaufen. Habe ich da nicht irgendwo. Sieht man nicht irgendwo die Falle noch? Mhm. Mhm, mhm. Okay. Nur nicht Nerven verlieren. So, ich will irgendwie etwas noch orientieren. Ist das der Wand? Sind wir durch den Wald gegangen? Ich glaube nicht. Scheiße. Das ist Wasser. Wo was? Ah ja, Gott sei Dank, ich habe jetzt einen Platz gefunden. Gott sei Dank. Also. Können sicher noch einmal trinken. Und ausladen. So. Ist noch ein Wort. Gut. Sieht aus, das ist weniger gut. Das ist weniger gut. Schreibpause. Schlückchen zügeln.
Ah ja, der hure Kojote. Da, also Feuerwache, Dudenwäsche, verbinden, was geht. Ah ja, weiter geht's. Gut, für vier brauchen wir Stückchen. Wir brauchen Zwiebeln. Wir brauchen, ich kann überhaupt noch kurz Zunder. Zunder. Und wir brauchen ein Steckchen von dem. Zack, zack, zack. Und zack. Nice. Also ja, wenn es funktioniert, dann ist es nice. Ah. Ich bin stolz auf dich, Merlin. So, mal eines trinken. Und jetzt heißt es Wunden waschen. So. Gut. Ja. Leider schmeißen in die Hose. Was wird denn da sein? Schnappen wir uns da mal das Polizei. Seile. Und das Bauen. Fertig. Jetzt bin ich gespannt, wann ich da lagern. Am besten wieder noch ein Stück. Ah ja. Aber cool. Kann ich jetzt das Fleisch in die Pizza? Ja, nice. Jetzt wir das alles hin. Sammelt das Zeug ein. Cool. Manchmal calling me. Das freut mich so zu sehen. Gut, das heißt, da wird's muss was. Das. Jawohl. Nice. Das ist schon, wo liegt er da? Gut. Schnell ein bisschen aufräumen da. Naja. Wie geht das? Good. That time I'm on something. Nothing ambition all done, but okay. No.
Betrieb bleiben. Wir müssen uns nicht verarzten. So, desinfizieren. Aufwarten. Gehen wir noch wirklich das richtig machen. Ja, noch Zeit. So macht dann irgendwie, dass ich das wahrscheinlich zuerst wieder muss abziehen, habe ich gesehen. Okay. Kann ich da wegnehmen. Der kann ich wegnehmen. Der kann ich wegnehmen. Der kann ich wegnehmen. Ah, okay. Der kann ich wegnehmen. Dann werden wir noch eine machen. Aber der kann noch wegnehmen. So. Das heißt, die müsste ich jetzt wegnehmen. Wegnehmen. Ist jetzt richtig verschauen. Desinfizieren, linkes Bein offen. Nein, aber nicht. Das macht sie so. Ah. Das macht auch Sinn. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder so eine anlegen. Ich habe das richtig gemacht. Gut. Das linke Bein ist gut. Wieso bin ich das rechte Bein nicht? Was? Zeigt mir nur, das ist ein Hut nicht an. Hut. Ich glaube, jetzt zeigt es mir sicher nicht an. Jetzt machen wir das auch mal ein bisschen schlimmer. Gut, noch einmal. Desinfizieren. Ja, da war es jetzt mal nicht angezeigt. Ist mir das schon mal zum Verhängnis geworden. Na gut, die Satzung. Gut. Und jetzt durch heilen, rechtes Bein, offene Wunde. Kochnische durch das hinlegen. Durch mein alles trinken. Gut gemacht. Dann schmeißen wir raus. So, jetzt wird immer nur, kann ich die okay. Wenn die jetzt verlegen. Aber okay. Jetzt ein Userwert, der Userwert. So.
jetzt? Jetzt kommt Mastermind. Nein, gar nicht. Gut, dann tun wir einfach die guten mal noch mit rein. So. Dann nehmen wir halt die. Herstellen. Jetzt habe ich sehr viel irritiert, gerade wieso wir so viel haben. Sind das die, die ich anhabe? Wir nehmen es jetzt mal so. Seite ausladen. Gut. Was? So, ich zeige wieder ein Instagram. Einen kleinen Check-up machen. Ich verstecke mich noch da. Ich denke, wir machen jetzt eigentlich einen Break. Ich muss noch schnell das E-Mail beantworten, was wichtig ist. Denke, ich kürzlich nachher wieder mal schnell zurück. So. Gespeichert haben wir. Dann will ich doch einfach nachher sagen, 10, 15 Minuten bin ich wieder zurück für euch.
So, sind wir wieder zurück. Kann man halt hoffen, mit dem Hintergrund stört er nicht. So, dann gehen wir doch mal in den Sommerbesuch rein, ne? Natürlich, selbstverständlich ist es Zügel vergessen. Ah ja, blöd. Ich ein bisschen am Rumschauen für einen coolen Job oder einen Job, wo man bis zurückgeht. Und dann wieder, oder wäre gern wieder in die Landwirtschaft zurückgegangen. Ja, und hätte jetzt eigentlich ein gutes Stellenangebot. Vor ein paar Tagen hat es noch geheißen mit einer Wohnung, was für mich sehr wichtig gewesen wäre. Weil es ist bei uns in den Bergen oben, ja, am Arsch der Welt und Tagesbeginn ist um 5 Uhr am Morgen. Und ich komme von da gar nicht dorthin in die Zeit. Ja, die Wohnung ist leider, oder hat man anders vermietet. Wir haben jetzt gerade heute noch vor miteinander kommuniziert um mal das wichtige E-Mail. Ja, so ist es, dass man, manchmal ist es zum Kotzen. Aber nur manchmal. Ich meine, schlussendlich, keine Ahnung, sollte man froh sein, wenn man gesund ist und zu emotional manchmal. Vor allem, wenn man, wie sagt man, lang verschlossen war und dann hat man Emotionen zu und dann hat man den Salat. Ja, dann versuchen wir, was man kann versuchen, oder? Ja, schnell Ton einstellen besser. Mal wieder loslegen und wieder das Positive machen, bevor man zu fest wieder das Negative hineinkommt. Scheißegal, aber was halt Spaß macht, so einfach ist es. Deshalb zögern wir. Oder unter anderem tut man wegen dem auch zögern. So muss man es vielleicht sagen. Ich sehe jetzt aus, wir haben den verschmutzt dann. Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt irgendwie weiterleiten. Dann hat man noch etwas Essen ab. Sieht's aus. Ja, man ja fast. Nehmen wir ja fast das auch machen, oder? Dann nehmen wir den Fisch und genau das Gleiche.
gerade mal. Theoretisch ist es so dunkel zum dort hinten da. Super. Hallo. Wenn ich verlieren in Notfall zum Wissen, wie sieht es aus? Ja, anders jetzt. Ich kann das so anschauen, ne? Das heißt, ich hätte jetzt 6 Stunden wach sein, oder was? Jesus. Also, dann haben wir dann einen kleinen Holzbohlen, irgendwas. Oh, hoffen. Ja, das da. Aber das ist ein kleiner Holzbohlenhaufen. Das ist ja der Dreck oder Lehm. Okay. Ja gut, dann, wie soll ich sagen? Haben wir den da? Okay. Ja, das wird ja nicht das Problem sein. Ah, okay. Ah, okay. Interessant. Also, wir brauchen Dreck oder Lehm. Und ich meinte, kriege ich das irgendwo gesehen. Aber eben, nur Sand ist ja nicht, oder? Ganz easy, ganz easy. Da kann ich dann mal weiter. Ah, okay. Aber ich brauche jetzt, wie heißt's? Lehm oder Dreck. Mann, ich muss gesehen. Ich weiß, dass ich mal Lehm oder Dreck gelesen habe. Und ich meinte nicht weit von uns. Sand. Sand, Sand, Sand. Ja, nein. Geh weg. Ich weiß, dass ich Dreck auf eine Zähne nüsse. Scheiße. Okay, dann. Lehm, nein. Wie viel haben wir jetzt? Das müsste am Ende, oder? Gut. Ich finde das so gut mit dem Rennen. Man muss da. Was mir mal drehen, Dreck oder Lehm. Perfekt. Ein Stück und 2 für den Teil. Nice. Was machen wir? Stück.
jetzt was? Nice. Check machen, Fleisch schauen lassen. Gut. Jetzt geht's um das Tor. Nicht schlecht. Nicht schlecht, das Freund. Da, da, da. So. Essential Rating. Wo? Das ist da doch? Ah, nur 2. Da haben wir wieder 2. Nee. Ah, ja. Nice. Geht doch gut. Gut. Wo ist jetzt wieder Zunge? Okay. 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 Also dann einmal noch. Das, nein, ich kann das jetzt alles machen. Ich weiß es nicht. Alle nicht ready. Nein, nein. So. Gut. Handchen da. Weiß. So. Come on, nicht so ich. Okay. Was. Gut. Das heißt. Notplan. Like das haben wir gerade. So. Damit wir mal jetzt wo mal. Schnell die Masse. Ganz viel. Verbena, du schaffst das. Ich glaube, da liegt echt der Buch.
Desinfizieren, linkes Bein auf eine Wunde. Desinfizieren, rechtes Bein auf eine Wunde. Da heißt Heiler, linkes Bein auf eine Wunde. Heiler, rechtes Bein auf eine Wunde. Nice. Ich würde gern gut machen. Gut. Gut. Das heißt, Trieleke. Trieleke. Genau, das sind die Zwiebeln auch. Super. Kann man die wieder ausladen. Gut. Dann nehmen wir das mal los. Das essen wir noch. Gut. Jetzt brauchen wir Wasser.
Das kann man ablaufen. Sehr bald. Nächste Tag wir müssen die Maß wieder holen. Content. Hallo. Welche haben wir neuen Unterstand von man könnte für übernehmen Raumrufen. Die gehen dies nicht aus. Ich sehe jetzt nicht was mit Rabatt. Ja. Große Führstein und ein kleiner Stein. Das wird aber weiter. Irgendwo. Und dann oben noch ein kleiner Stein. So. Okay. Ich will ja Speerspitzen. Oder? So. Was kann ich denn damit? Lange Stoppen, dann habe ich das offen. Ja. Nice. Was ist da ein Baumschaft? Na komm. Sind die Wunden in uns?
Wunderbar. Ist behandelt. Nice. Nice, das wollte er. Das wollte er. Zack, zack. Mal auch hoch oder dann ja weg sind. So. Boom. Gut. Das heißt, das sind Beine noch. Schmeiß mal die Schüssel zu Boden. Und das ist der Nummer. Gut. Gut. Das heißt, die Richte jetzt stimmen. Und jetzt das Holz behandeln wird hier nicht verloren. Das haben wir ungefähr irgendwie orientieren. Ja, stimmt. Lebensjahr Luciano. Egal. Das muss jetzt warten. Ja, das muss jetzt warten. Dann ist viel zu tun, viel zu tun. So. Gut, das orientiere ich nicht verlieren. Ich schlage einfach den Zug wieder nach. Aber das ist super. Seine kommt sowieso. 100.000, das ist keine Frage. La 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 la. Du tut richtig gut. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das ist gesehen. Irgendwo am Arsch der Welt. Irgendwo am Arsch der Welt. Ich muss überlegen, soll ich vielleicht mal noch nicht Kamele mitnehmen. Dann einen feinen Tee kochen. Also sicher, Ching Chang ist sicher. So. Ich habe immer Kamele gegessen. Jetzt regnet es wieder hin. Wie in echt. Scheiß die Hände senken. Als ob ich der Ordnung und Film. Das haben wir Löwe zusammenkommen.
Kanäle. Kaminosan. Ja, Kamine ist wirklich ein gutes Mittel für viele Sachen. Für Winterling im Mond. Für das Melken. Ja. Kein Platz. Kein Platz gibt's nicht. Ist wirklich so weiter weg noch. Das ist aber der Baum, haha. Der Baum ist mal geblieben. Ich glaube, wenn ich dort nachkomme, bin ich sowieso wieder überfüllt. Dann noch gerade als gucken. 10. Ja, ich mag mich an den Baum erinnern. In der Tat. Aber Reste nicht. Was machen wir? Ich kann jetzt auch schneller einstellen. Ja, also weil liegt es nicht. Gut. Ich sammle. Wir sind schon am richtigen Ort. Ja, dann. Ich bin großartig für das. Kamel mehr mal nicht. Das ist der Moment, wo ich der Löwe rumfahre. Was alles soll ich fahren? Und dann das Wasser. Gut. Oh, da liegt ein Stock. Und wieder ein Coyote. Aber wir schaffen es. Wir
Voilà. Kamele. Vijf dabei. Schnell loslaten, hè? Bam. 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 Hebben we nog? Ah, viel zu verdammen. Gut. Een beetje gaan nog opstaan. Interessant. Ja, okay, guck mal. Okay. Das heißt, ich kann jetzt beides Gegenmittel herstellen, oder? Ah. Zum Glück haben wir auch den Löwenzahn mal gesammelt. Cool. Cool. Also, jetzt ne? Du hast das gesehen. Gegenstand medizinisch. Kann er mir das Rezept geben? Wo finde ich das schon wieder? Wo ist das schon wieder gesehen? Also Ginseng, Wurzel, 20 Gramm Salz und sauberes Wasser und Pilz. Also. Das heißt, da haben wir doch den denen. 1, 2, 3, Ginseng. So wollen wir das machen. So, dann. Ist richtig verstanden, Wasser abkochen. Das ist das. Dann kann ich dann jetzt. Nein. Gut. Also jetzt haben wir so das Wasser vor. Und wenn ich es richtig verstanden kann man dann das wieder verarbeiten. Hier kommt geöffnet den Tee. Oder? Testing. Cool. Also, wie ist das jetzt gegangen? Salz. Also jetzt müssen wir gut, nochmal ganz genau lesen. Also. Irgendwann heute doch das Grau. Also, 2 Rotflecken, 1 Wurzel, 2 Rotflecken,
Ne? Und wie viel Gramm? 20 Gramm mit 50 Milliliter sauberem Wasser. Okay. Also, falsch. Nein. 60 Gramm. So. Top, top, top. Wir werden mal Kanälzenfülliger haben, das heißt, noch einmal Morgenlevelü mit 50 Milliliter. 50 Milliliter dürfen wir haben. Füllen wir mit Steinschale. Also eine 50 Milliliter habe ich dort nichts. Also ich müsste 90 Milliliter umleeren, ist das korrekt? Yes. Und da haben wir so. Gut, also noch ein 50 Gramm. Ist ja immer das gleiche, oder? Ich bin jetzt einfach deppert. Also. Schädeln Heine gegen Fäule Herdänder 2 Rohblickenpilze, liegt ein Ginsengwurz und 20 Gramm Salz. 20 Gramm Salz. Ah, guck mal. Normal, oder da? Kochen. Weiß. Hey, voll gut. Voll gut. Ich sehe jetzt einfach mal, wie gerne die Sitze bis zu essen, oder? Das heißt, ich müsste jetzt nochmal. Das machen wir noch. Gut. Also, dann heißt das, wir brauchen noch einmal so eine. Ja, wie haben wir gesagt, 50. So. Nein. 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 So. Kommen wir noch 2.
aufmerksamen Profis. Ich denke, es wird gerade Zeit für einen kleinen Unterbruch. Schauen Sie. Danke. Das ist ja wahrscheinlich nicht so schlimm für euch, oder? Wir haben sich in ein paar Minuten wieder. Bis dann. Aber denen. Ciao, ciao.
Sind wir wieder zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, mich hört mich. Ah, let's go, wir wissen nicht. Switchen wir mal über. Entspanntes Zügeln. Nice. So sind wir Staubblätter. Wir haben das verarztet, genau, wir haben das Gegenmittel gemacht, beziehungsweise wir müssen noch Wasser noch und Kamillentee machen, genau. Genau. Und dann die Kojoten. So, Tiere sind schon überall. Kriegen wir jetzt mal um den Leben noch. Viel zu tun. Okay, so läuft das. Wie ist es mit dem Ton für euch? Hört man im Hintergrund über den Rasen mehr oder nicht? Beziehungsweise, ja, gespannt, sagt man's, geben wir mal Bescheid. Wie sieht's aus? Nice, also jetzt hätte ich doch können. Nicht. Echt nicht. Aha. Ah, okay. Es braucht einfach eine Ladung. Maybe wegen. Let's do it, würde ich sagen. Haben wir da dreckiges Wasser? Cola. Okay. Circa. Ja, haben wir den Circa. Chill Base. Jetzt zuerst mal wieder einen Platz finden und wieder mal schauen, wie das ein Ofen macht. Also. Ja, das würde ich am Morgen gerne mal noch machen. Und was ist denn das? Bildschutz wenn ihr schlafen wollt. Ah, okay. Da heißt ja fast so ein Teil. Ja, einfach ein Anbauen. Einfach normales Schulterlänge, ne? Ah, okay. Okay. Okay, das macht natürlich die Situation noch ein bisschen anders. Ja. Gut. Das können wir alles machen. In der Rennofen. Ja, ist ja schön im Gut, aber
Mehr Hitze von Gegenständen hergerufen. Ja, ja. Lehmzirkel für da. Für da wo wir Lehmzirkel. Und wie stelle ich das her? Lehm. Wie stelle ich denn das her? Lehm. Handwerksmenü. Ah, okay. Ah, oh, oh, okay, jetzt. Wenn wir Lehm. Nein, Sand. Ja, ja. Gut. Das heißt, wir bräuchten Lehm. Jetzt weiß ich, dass ich irgendwo mal Lehm gesammelt habe. Sand. Lehm. Gut. Jetzt kann ich mit dem. Ah, okay. Jetzt kann ich mit dem Lehmzirkel machen. Lange Woche 20 oder so, oder? I don't know. Und es das Game macht schon lange. Gut. Das müssen wir schon anschauen. 20 Stück tatsächlich. Also, herstellen. Heißt, wir brauchen noch nicht 10. Oder so. Das heißt, wir können zum Ofen bauen. So. Nice. Wie das Game Laune. Das ist ein bisschen ergonomischer Hock. Nice. Sammle 200 weitere Ton, form einen neuen Tonsiegel. Gut, also jetzt brauchen wir weitere Ton. Das habe ich auch irgendwo gesehen. Irgendwo. Und weiter weg. Ah. Was ist da? So.
Das ist jetzt gut umgebracht worden. Vor meinen weichen Tonzügen, also Leben, Ton. Also, das wird mal eine machen. Das war eine, ne? Okay, wieder brauche ich noch den Ton. Okay, okay. Gucken. Das wäre nicht verkehrt. Gut. Also, jetzt dann. So. Jetzt braucht ihr noch einmal. Das ist jetzt scheiße. Mit Hälfte. Sexy. Wie macht man das? Wartet noch mal. Da braucht jetzt der Roland. Ah. Braucht er das rum? Norbert. Okay. Was brauche ich denn zum Brennen? Weiter. Ist gut geklappt. So. Und das dort ist. Müssen die Bunkertasten und Tasten. Okay, nice. Gut. Sehr nice. Ich lebe im Downstairs-Film. Ach, Wohlposter. Nein, ich bin nicht schlafen. Kontrollprofil. Genau. Wird dann vorläufig arbeiten. Gut. Dann macht Ressource wieder rüber. Ja, das ist korrekt. Nur kann man einen Kaufmann führen. Sehr stark. Ressource hat man eine Zocke, oder? Ah ja.
ich jetzt ich schaffe das. Tiere wäre es gern zum Wasser. Oder? So. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und zack. Dann wäre gern der platzieren. Gar nicht wegen dem Dach. Na gut. Dann werden wir halt noch einen 4 Stimmen machen. Halt. Da können wir jetzt einfach nur. Dann Vorwürfe. Das bewusst. Das ist so richtig. Das heißt, that's nice ironing. So. Nice. Nice. Nice, nice. Second. Zivilpause. Nice. Weiterboards. Let's. Correct. Das heißt, wir wollten jetzt genau erst da drauf fixen. Cool. Damit brauchen wir jetzt Holz. Lot of Holz.
eben gleich hier mit Anbau machen. Dann wollen wir da einen, da ist der Anbau. Ja, aber das wird fertig. Ja, das hat schon weg. Kennen wir nichts. Perfekt. Perfekt. Viel Seile und kleine kaputt. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Es juckt. Nein. Lass mal. Nein. Scheiße. Wenn man liegt da. Zweige. Das ist immer noch. So ist. Kann man damit sollte genau rufen machen. Ah, das ist jetzt mal durch, aber es geht schon mal laut und gleich reiten. Eine Holzton oder Wurstbretter. So, wir nehmen jetzt das zurück da. So, korrekt. Ich gehe jetzt mal ein Stück drüber rein. So. Korrekt.
Das heißt, diese nächste Aufgabe sind Holz beschaffen. Und ja, keine Ahnung, oben man jetzt uns verrecketes Metallzeug hat. Ja. Das heißt, diese nächste Aufgabe sind Holz beschaffen. Für die verbotene Lagermöglichkeiten. Too much. Und ich glaube wirklich, mit der Falle gibt es einen Bug. Es wäre das Kanickel immer wieder gegen. Ich habe aber glaube, wo lassen. Ah ja. Wenn man essen kann, man essen. Man muss. Das bedeutet. Genau. Und 2 Minuten. 13 Minuten. Okay, es geht etwas schneller. Du brauchst jetzt die ganze Zeit dran. Naja. Ich würde sagen, in Mikromaß schaffen. Und zwar braucht man wirklich gut nichts. Das wird ein neues Hero morgen. Scheiße, die Scheiße. Krass. Tut man auf Leid. War der groß. Jetzt tut uns doch am Ende. Ja, super.
sie hackt, sie hackt, sie hackt. Sie hackt, sie hackt, sie hackt. Und ist sie hackt, ist sie hackt. So, rechts da einfach einen Finger. Right, jetzt haben wir halt rechte Schneide. Dann werden wir rausladen. Genau. Nice, nice. So, spoken. Right. So. Aber natürlich. Jetzt sollten wir dann. Zwischen Triebfall. Ist aber eher ruhig vorne. So viel Holz zu Thema nehmen. Sehr geil. Wow, sehr geil. Total. Das sind ja mal 4. Jetzt bin ich wieder schwer verletzt, oder? Mann. Wirklich. Scheiß Kojote. What a Scheißdreck.
ich kann nicht mehr zu den Sicher da. Das heißt, oder was heißt Notverband wieder? Mir weniger Glück. Das wäre hier mal schön. Scheiß Coyote. Leute. Das ist schon nicht easy. Um einmal mehr entspannen. Nope. Ja, ja. Aber schnell führen. Das heißt, so und so. So. Super. Da reinfangen, ne? Einmal die zwei. Nicht, dass es da. Fast. So, die Vorschritt ab.
So weiter. So. Schon mit Trinken, das ist sehr schon mal. Möglich. So ein bisschen Real Life damit so. Ah ja, ich denke, wir machen schnell kurz ein bisschen Pause. Würde ich sagen. Pause, aber den dabei, danke schon. Bis nachher, meine Leute.